Ja, herzlich willkommen an alle Zuschauer hier bei eScene TV. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den Gobbi. Fatih, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit uns ein bisschen zu quatschen. Wir wollen so ein bisschen das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Du hattest ja ein aufregendes Jahr mit vielen Ups und Downs. Ja, wie geht's dir denn erstmal? Wie hast du denn den Jahreswechsel überstanden? Den Jahreswechsel habe ich gut überstanden, aber erstmal an erster Stelle danke auch, dass du bereitgestellt hast, so das Interview kurzfristig so zu machen. Ja, sonst mir geht es eigentlich ganz gut und ich freue mich jetzt aufs Interview, muss ich sagen. Ich weiß, viele Leute Okay. haben lange drauf gewartet, halt. Nicht viel Ja, glaube ich passiert. auch. Und dann kam Cluj. Cluj war leider nicht optimal, sag ich mal. Man hätte weit kommen können, wenn man halt das Gamers 2, was man hätte gewinnen müssen. Da war auch ein bisschen Pech dabei, aber mit hier und da weniger Federn auf jeden Fall wäre man da weitergekommen. Da würde mir wahrscheinlich auch selbst sogar Gamers 2 zustimmen. Also ich glaube, Michael hat das Spiel seines Lebens gemacht gegen uns. Ja, und nach Cluj war auch schon halt die CEVO Finals, wo wir uns so, wo wir glücklicherweise noch nachnominiert wurden quasi. Ja, und da haben wir, finde ich, sehr gut gespielt. Da haben wir uns die Sachen, die wir in Cluj falsch gemacht hatten, haben wir uns quasi so einen Strang gezogen und finde ich, die Sache gut gemacht. Klar, das Finale war für jeden so ein bisschen, da konnten wir nicht mehr aus irgendwelchen Gründen, weiß ich auch bis heute nicht ganz genau, warum wir da nicht unser A-Game abrufen konnten, nicht mal B-Game, wahrscheinlich nicht mal C-Game. Aber ja, bis dahin, wenn man sich das so einfach mal zusammenzählt, so wie viele Turniere wir hatten in diesem halben Jahr, das waren eigentlich nur 3 Turniere halt. DreamHack Qualifier, Cluj halt, dann halt das Major und CEVO. Und da haben wir halt, einmal haben wir den Qualifier geschafft also mit gegen Liquid und so gewonnen, war auch okay. Und einmal wurden wir Zweiter, also fand ich die Ergebnisse nicht so schlecht. Also man hat auf jeden Fall einen Blick nach oben gehabt. Und was so persönlich gesehen, das letzte halbe Jahr war nicht gut für mich, weil ich habe nicht gut gespielt einfach. Ich war bisschen, ich war wahrscheinlich ein bisschen überfordert, habe ein bisschen zu viel fürs Team quasi so gemacht, Sachen gesucht und so weiter. Aber das hat das Management gesehen und reagiert mit Navid als Coach. Und da hatten wir einen Plan, aber Navid kam zu einer Zeit, wo wir Ja, du schon hast im ja, hast Training ja selbst gesagt, die Motivation war bei dir auf jeden Fall da. Ihr habt viel trainiert, viel gemacht, ihr habt Navid dazugeholt, ihr habt da ja wirklich große Ambitionen gehabt. Dann kam ja dieses Interview auch mit Sport 1 gegen Ende des Jahres. Und da warst du ja auch noch ja, wirklich voller Motivation, hast dich da auch durchaus optimistisch gezeigt. Hast du damals irgendwie schon intern irgendwas gemerkt, dass kurz darauf im Prinzip alles vorbei sein könnte und deine Teammates irgendwie nicht mehr mit dir spielen wollen? Weil, naja, nach außen hin war es ja doch sehr überraschend für die meisten Leute. Also da kann ich ganz gut zusammenfassen, das ist eigentlich so mein war, dass da ein Problem bestand. Dann haben wir uns zu den Vertragsgesprächen in Köln getroffen, alle zusammen. Dort hat unser CEO extra nochmal gefragt, wollt ihr in diesen Konstellationen weiterspielen? Seid ihr mit dem Team zufrieden? Gibt es irgendwie welche Unstimmigkeiten? Für mich gab es keine. Zu der Zeit, jeder war vor Ort, jeder hat jedem ins Gesicht geguckt und hat gesagt, nein, es gibt kein Problem. Weil zu der Zeit, wenn es ein Problem gewesen wäre, dann ist spätestens dort der Zeitpunkt um zu sagen, guck mal, so und so, so sehe ich das, so sieht das Team, wir haben ein Problem mit dir. Hätte ich gesagt, okay, finde ich schade, aber ich bin professionell genug, um zu sagen, ey, Jungs, ich verstehe das total, wirklich, ist so, ich habe nicht gut gespielt, meine Leistung nicht, aber ich habe die Ambition, alles nochmal reinzustecken, mit Nave zusammen am Strang zu ziehen und diesen Plan, den ich quasi so erstellt hatte mit ihm zusammen, durchzuziehen. So, dann waren wir dort, alles gut, jeder guckt jedem ins Gesicht, sagt, ey, lass weiter so machen und so weiter. Zu der Zeit hatte ich zum Beispiel sehr, sehr gute Angebote aus Amerika mit deutlich höherem Gehalt als das, was ich bei Maus bekommen hätte. Und wenn das nicht gewesen wäre, gemacht, dann hätte ich überhaupt gar kein Problem gehabt. Hat. Aber so, ich hatte ja schon bei Maus unterschrieben. So, wenn du bei Maus unterschrieben hast, dann und die Türen nach Amerika schließt, dann gibt es nicht mehr so viele Optionen für das nächste Jahr für mich. Also ob ich da nochmal mit denen spielen wollen würde, also das kann sich wohl jeder denken. So, was soll ich da großartig sagen? Es ist halt für mich, ich fühle mich sehr betrogen so, weil ich habe auch in dem Jahr, ich habe ja für das nächste Jahr geplant. So, guck mal, wir machen das, das verschiebe ich so weg in meiner Lebensplanung und so weiter. Und dann noch zu sagen, ey, tut mir leid, wir wollen dich nicht mehr im Team haben, rausnimmst, dann hat Navid nicht den Impact, den er haben könnte. So, und jetzt auch ohne Navid jetzt noch, haben sie so ein, da fehlt auf jeden Fall was. Warum sie Speedy geholt haben,
ich weiß, dass sie an Alu dran waren und dass sie Alu holen wollten, aber sie sich nicht einig werden konnten. Dann würde ich sagen, Timo ist ein sehr guter Spieler. Ich fand ihn auch früher sehr gut. Wurde ersetzt. So, wir haben Pronex, der nicht mehr bei Fnatic ist. Wie siehst du die Entwicklung? Also siehst du das negativ, dass die Teams einfach sagen, ja, wir brauchen gar keinen Ingame-Leader mehr? Also ich glaube, viele Teams verstehen das ein bisschen falsch, weil die nehmen sich Fnatic als Vorbild. Aber es ist ein riesiger Fehler zu sagen, Fnatic spielt ohne Ansage. Fnatic spielt mit Flusher, der sehr, sehr gut ansagt. Also der laut auch eigenen Spielern sehr, sehr intelligent ansagt und auch spielt. Also die haben einen Leader. So viele nehmen sich Fnatic als Vorbild, aber die spielen immer noch sehr strukturiert, wenn man sich genau aus dieser Perspektive sich die Spiele anschaut. Also sich als Fnatic als Beispiel zu nehmen, finde ich falsch. Was man zum Beispiel sagen kann, macht es Sinn, so wie Gamers 2 vielleicht zu spielen. Die haben ja keinen speziellen Ansager, sie wechseln. Rain, dann mal Michael Lele, nicht mal ein Coach sagt dort an, ja. Also wenn man sich das als Vorbild nimmt und man muss sagen, nachdem sie Dennis und AZ gewechselt haben, sind ihre Ergebnisse nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Also aus der Sicht ist es ein Risiko, ohne einen Leader zu spielen. Es muss ja nicht mal ein Ingame-Leader sein, sondern es muss eine Person sein, die Jungs über ein Jahr lang zusammenhalten kann. Das ist ja das Ziel. Man versucht ja ein Team aufzubauen, was wirklich mal ein Jahr zusammenhalten kann. Diese Phase darf man nicht zielen, finde ich, man geht zusammen, jeder versucht sich noch mit den anderen so zurechtzufinden, akzeptiert die Schwachstellen von seinen Mates, aber irgendwann nerven die jemanden. Und da braucht man so eine Art Leader, meiner Ansicht nach, der das halten kann. Kann von mir aus auch ein Manager sein. Ich sage nicht, dass man kann ja sich weiterentwickeln und sagen, man braucht einen sogenannten Ingame-Leader nicht mehr. Ist okay, wenn jeder seine Sachen so gut macht und gelernt hat, aber ihr müsst überlegen, alle von diesen Teams, die jetzt den Ansager wechseln, haben viel von dem Ansager gelernt. Also ohne das Gelernte würde ich sagen, das klappt keinesfalls. Aber wenn man das Gelernte gut einsetzen kann, dann braucht man auch irgendwann keinen Lehrer mehr. Ist ja logisch. Die Sache ist nur, ob das Team sich mental wirklich sehr, sehr lange ohne einen Leader, ihr müsst überlegen, eine Mannschaft ohne einen Leader, ob das funktionieren kann. Aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung nicht. Wenn es ein Team schafft, würde es mich wundern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich glaube, man braucht auf jeden Fall so eine Leaderrolle, die auf jeden Fall genau diese Problematik im Team trifft und zum Glück habe ich jetzt ein Team gefunden, wo ich zufrieden bin und in das Jahr mit Counter-Strike vorausschauen kann. Okay, kannst du uns ein bisschen mehr zu dem Team sagen? Ja, was für Leute hast du da gefunden? Sind das bekannte Leute? Sind das eher Talente, die du jetzt vielleicht fördern möchtest? Das wäre ja nicht das erste Mal für dich, ne? Das hast du ja im Prinzip auch schon häufiger gemacht. Ja, einfach ein paar junge Spieler, die man noch formen kann, irgendwie geschnappt und die einfach durch deine Erfahrung auch verbessert. Also mir war es wichtig, dass ich weiter spielen wollte. Ich wollte nicht unbedingt coachen, weil ich hatte dieses Mindset schon durch besonders Carpio. Na, wird halt mir angeeignet, dass ich so nächstes Jahr, ich gebe nochmal richtig Gas, ich handle das so, ich will diesen und diesen Plan durchführen, der mich dann zum besseren Spieler machen wird, bin ich mir auch ziemlich sicher. Deswegen wollte ich spielen. Also ich hatte viele Coach-Anfragen, ich wollte aber auch spielen und habe dann gesagt, okay, wo kann ich mir ein Team aufbauen, ich wollte junge Spieler haben und mit einem erfahrenen Spieler, der mir halt noch etwas die Arbeit ein bisschen abnehmen kann, damit ich nicht in die Problematik des letzten halben Jahres beim Maus wieder zurückfalle, dass meine eigene Performance darunter leidet. Hab versucht, das Team so zusammenzustellen. Es war nicht einfach. Viele wollten vielleicht nur noch einen Ingame-Leader haben und so weiter. Hat aber meiner Ansicht nach dieser Spielercharakter gefehlt. Und ich habe es jetzt geschafft, bei Team Energy ein Team aufbauen zu können mit 2 jungen Talenten aus Amerika, die früher bei Madden gespielt hat, Silent und Justin. Und unsere AWP haben wir quasi noch genommen aus Peter, der früher bei CLG gespielt hat. Und mit mir nach Amerika wird der Nico ziehen, Legia. Das ist die sogenannte Stütze von mir. Und das ist ein Mix aus 2 sehr jungen Spielern, die wirklich noch nicht unter einer liedernden Hand gespielt haben. Also unter einem Leader gespielt haben. Und Peter ist jemand, in den besten Ligen sehr gut abzuschneiden mit den Jungs, also mit den amerikanischen Jungs, ihnen viel mitzugeben. Und einfach ein stabiles Team aufzubauen, welches halt sehr, sehr viel Schaden anrichten kann 2006. Natürlich wird das am Anfang schwer, man muss viel arbeiten. Ich weiß, dass da viel Arbeit dahinter steckt und
Ich bin bereit, die halt zu investieren, besonders wenn ich halt darüber ziehe, richtig committe, mit dem richtigen Mindset rübergehe. Also ich denke, unser Ziel, kann man sagen, ist so, als ein sehr starkes amerikanisches Team angesehen zu werden. Ich rede jetzt nicht gerne so von Top 3, Top 2, Top NA-Team oder so, sondern einfach als sehr, sehr starkes amerikanisches Team angesehen zu werden, aber nicht nur diese amerikanischen NA-Teams quasi diesen Topf zu verlassen, sondern auch zu sagen, ey, guck mal, wir können auch international Schaden anrichten. Und ich denke, das wird eine Zeit dauern. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen werden und mich immer noch unterstützen werden, die mich unterstützen wollen. Ich habe viele Nachrichten bekommen von denen und ich hoffe, sie verstehen es, warum das Interview halt ein bisschen später kommt, als es hätte kommen sollen vielleicht. Ich wollte wirklich mit diesem klaren Kopf arbeiten, mir erstmal über die Zukunft Gedanken machen, was für mich sehr wichtig war. Und jetzt, wo ich das weiß und diesen klaren Kopf habe, hoffe ich auf die Unterstützung, die ich bei Maus so oft von den Fans bekommen hatte. Und ob ich jetzt das alte Mausboard schlagen will oder nicht, ist natürlich will man die immer schlagen. Man will